Was kommt raus, wenn sich ein Car-HiFi-Hersteller überlegt, wirklich das allerbeste zu machen? Ja, man holt sich die besten Ingenieure, weltweit alle zusammen auf einen Haufen und sagt, hier, ihr habt Geld, macht mal das Beste und an der Stelle die beste Endstufe, die ihr euch vorstellen könnt. Quasi eine Referenz, aber über der Referenz. Quasi eine Ultra-Referenz, die nicht nur High-End macht, sondern die Ultra-High-End macht. Ja, und wenn man so etwas haben will, dann landet man hier bei der Ultra-Referenz. Hier ist eine Endstufe drunter, die beeindruckend ist. Und die halt in dieser klitzekleinen Kiste kommt. Also die Kiste ist groß und die Kiste ist richtig gut gepolstert, um halt dieses kleine Schätzchen hier sicher zu transportieren. Aber wovon reden wir? Ich würde sagen, packen wir mal kurz aus und dann schauen wir uns das an. Denn unter dieser schwarzen Haube hier versteckt sich nicht irgendein hässliches Entlein. Unter dieser schwarzen Haube versteckt sich dieses Monster. Ja, also wir reden hier, das Teil ist riesig. So sind meine Hände ausgestreckt. So, riesige Dinger. Und diese Endstufe ist einfach massiv. Die ist groß, die ist schwer und sie ist wunderschön. Also, was sehen wir? Wir sehen eine Ground Zero Ultra Pure SQ Amplifier, genauer gesagt eine GZ Ultra A2. Das ist einfach eine Zweikanal-Endstufe, wo alles bis ins kleinste Detail einfach auf Maximum Performance getrimmt wurde. Wir reden hier nicht von einer Endstufe, die man sich mal eben kauft. Ja? Also diese Endstufe ist halt wirklich, wirklich exklusiv. Und das merkt man an ganz, ganz vielen Sachen. Wir haben hier ein wunderschön gefrästes Logo, da will ich nicht drauf patschen, weil da sind direkt meine Fingerabdrücke drauf, aber das ist halt wirklich das kleinste Problem. Das, was man von hier aus ein bisschen schwierig zu erkennen kann, wir haben hier so eine Wölbung drin, ich zeige das gleich mal von der Seite, weil da ist halt einfach sehr, sehr viel Engineering drin. Wir gucken erstmal von vorne, ja, da sehen wir nichts, das ist einfach nur eine Kante. Ich kriege noch nicht mal alles drauf. Okay, aber so können wir anfangen. Und wie ihr schon seht, wir haben zweimal hier und hier haben wir jeweils ein Stromterminal. Das sagt uns schon mal, okay, wahrscheinlich ist das hier einfach ein sehr, sehr Dual-Mono-Aufbau. Das heißt, im Endeffekt ist es gar keine Zweikanal-Endstufe, sondern es sind zwei Einkanal-Endstufen. Also zwei Monoblöcke. Was haben wir? Wir haben halt wirklich hier Aufnahmen, wo problemlos 25er reinpassen. Wir haben Lautsprecher-Kabel-Terminals, wo 4 mm empfohlen werden. Da passt aber halt auch definitiv mehr rein. Also 6 oder 10 sehe ich hier gar keine Probleme hier reinzukriegen. Wir haben schöne Rhodium veredelte Chinchbuchsen. Also die sehen halt wirklich richtig, richtig schön aus. Mit Rhodium beschichtet. Warum Rhodium? Rhodium leitet sehr, sehr gut und ist sehr korrosionsbeständig. Das heißt, im Gegensatz zu Gold oder irgendwie sowas läuft hier gar nichts an und hat halt wirklich einen sehr, sehr feinen Übergangswiderstand. Wir haben Status-LEDs, halt sowas wie Power, Temperatur, Protected und Load. Die halt hier ganz normal jeweils angehen, wenn wir ein Remote-Signal reingeben. Das heißt, auch hier haben wir 2 Remote-Signale. Das heißt, diese Endstufe ist wirklich sehr, sehr, sehr Dual-Mono. Okay, wir haben keine klassischen Potis. Das, was wir haben, sind hier so gerastete Schalter. Also einmal den Bias können wir hier einstellen. Stellen wir immer für beide Stufen gleichzeitig an. Und wir haben hier den Gain und auch den stellen wir immer parallel für beide Monoblöcke ein. Was sind das hier überhaupt für Dinge? Also ein ganz, ganz fette Schalter. Das sind halt keine Potis oder so. Also das ist auch alles hier aus Alu, feinstes Material und alles. Und das, was wir hier sehen, sind tatsächlich Elmar-Wählschalter. Das heißt, diese Dinger machen im Inneren etwas und das gucken wir uns in einem Sekündchen an. Okay, also auf jeden Fall 2 ganz fette Schalterchen. Ich würde sagen, wir gucken uns mal die Seite an. Mal gucken, ob ich das überhaupt... Ja, sehen wir. Wird natürlich ein bisschen schwierig. Ich gebe den ganzen Spaß mal. Und hier sehen wir so ein bisschen die Form von dem Ganzen. Ja, das heißt, das Teil ist hier mehr oder weniger gerundet. Hier flach, das heißt, hier ist der Boden. Und hier ist halt unsere schöne Form. Hier sehen wir auch Ultra Reference ist hier rein graviert. Ja,
Das heißt, das hier ist alles graviert. Das ist halt richtig, richtig, richtig schön. Ich krieg's halt, die Stufe ist einfach so riesig, ich kriege die gar nicht drauf. Und sehr, sehr beeindruckend, hier sind so Blindkappen. Hier und hier. Und auf der anderen Seite, gucken, was wir hier drauf kriegen, halt auch. Auch hier Ultra Reference und so Blindkappen. Und es gibt nicht viele verrückte Menschen auf der Welt. Ich kenne ein paar davon. Und die fangen halt an mit so etwas wie Endstufen Wasser zu kühlen. Und ja, genau. Diese Anschlüsse, die wir da gerade gesehen haben, sind tatsächlich Anschlüsse, wo man halt einen Wasserkühleradapter anschließen kann. Und dann kann der komplette Kühlkörper, der halt schon wahnsinnig schwer ist, wahnsinnig groß ist, einfach mit Wasser gekühlt werden. Das heißt, da kann dann halt Kühlflüssigkeit durchgepumpt werden und dadurch wird dann halt nochmal das Alugehäuse zusätzlich gekühlt. Wir reden hier halt von einer AB-Endstufe, das heißt, das ist nichts Digitales oder irgendwie sowas. Und diese AB-Endstufe hat halt einfach durch einen relativ hohen, einstellbaren Class A-Widerstand auch natürlich eine Abwärme, die erzeugt. Auch hat diese Endstufe relativ viel Leistung. Und dementsprechend halt einen fetten Aluminium-Kühlkörper, der noch zusätzlich wassergekühlt werden kann. Also, wie man allein auf die Idee kommt, halt in so einen Kühlkörper dann halt schon mal irgendwie die Wasserführungsrinnen einzufräsen und allem drum und dran. Das ist schon mal total verrückt. Das ist super teuer. Aber Geld hat hier tatsächlich keine Rolle gespielt. Wenn wir uns das angucken, sehen wir, dass wir nicht viel sehen, weil wir haben relativ viel Licht. Dementsprechend müssen wir erstmal Spiegelung loswerden und dafür würde ich sagen, einmal das Plexiglas. Die Endstufe ist jetzt natürlich nicht gekauft. Die ist geliehen von Ground Zero und die hat schon so ein bisschen Messereinsatz hinter sich. Das sieht man hier. Und deswegen würde ich sagen, lass uns mal ins Innere gucken von diesem Schätzchen. Und wenn wir das Glas einmal abgenommen haben, dann können wir reingucken in diese wunderschöne Pracht. Und ja, wir sehen einen sehr, sehr, sehr gleich aussehenden Monoaufbau. Ja, das heißt, wir haben hier links, rechts oder andersrum, wie wir wollen. Hier steht rechts, hier ist links, egal. Und das komplette Board ist einfach gespiegelt. Wir haben identische Komponenten auf beiden Seiten, die komplett gematcht sind. Wir haben hier Mundorf-Kondensatoren, die explizit, also da steht sogar Mundorf Ground Zero drauf. Das heißt, das sind explizite Mundorf-Caps, die nur für Ground Zero gemacht werden. Wir haben hier, klar, Eingangssicherung, wir haben hier Spulen drauf, wir haben hier andere Spulen drauf, wir haben hier unsere Verstärker drauf. Wir sehen hier LEDs, das heißt, dieses Lämpchen vorne, wo wir draufdrücken konnten, wo Light drauf stand, das beleuchtet quasi, deswegen halt also Plexiglas, beleuchtet den kompletten Innenraum. So wie hier liegt, ist halt falsch rum, weil unten ist halt die geschwungene Seite, die halt irgendwie eine schöne Form bindet. Wenn man, ich weiß es nicht, die halt falsch rum verbaut, ja, dann kann man hier reingucken. Okay. Und dann sieht man hier halt wirklich den kompletten Aufbau. Und hier können wir uns jetzt auch mal die Schalterchen anschauen. Diese Schalter, man sieht hier quasi, wenn man hier links und rechts dreht, also das ist der BIAS-Schalter und das hier sind jetzt die verschiedenen Eingangswiderstände 1, 2, 4 und 8 Volt. Die sind hier einfach auf Ausgänge. Das heißt, wir haben hier das ist kein Poti, der halt hier irgendwas macht, sondern dieser Schalter hier schaltet direkt hier auf eine andere Leitung. So, und die andere Leitung geht dann halt hier entsprechend überall auf diese Widerstände. Genauso hier. Auch hier haben wir mehr oder weniger einen Wahlschalter, der halt einfach einen anderen Stromkreis schaltet. Das heißt, hier haben wir einen anderen Stromkreis und der andere Stromkreis geht dann halt durch andere Komponenten und dadurch haben wir das Problem nicht, dass halt so ein Poti, so ein Zwei-Wege-Poti zum Beispiel, der hat halt nie die exakt gleichen Widerstandswerte auf beiden Arten. Und der hat halt auch super schwer, den auf 1 Volt, auf 2 Volt oder sonst irgendwas einzustellen. Und hier haben wir einen extrem hochwertigen, riesigen, superwertig anfühlenden Wahlschalter, der halt einfach einen anderen Schaltkreis hier quasi steuert. Und auf diesem Schaltkreis sind dann diese Widerstände, die ihr seht. Die sehen nicht aus wie normale Widerstände. Warum sehen die nicht aus wie normale Widerstände? Weil es Widerstände sind, die nach Militärstandard ausgesucht sind. Das heißt, die haben halt eine Abweichung von 0,00%, was weiß ich, dran.
die sind teuer. Als ich mir mein Messsystem zusammengebaut habe, habe ich mir auch nochmal so eine Sonde gebastelt und da habe ich halt auch nach diesen Widerständen gesucht. Und die gibt es, die kann man ganz mal kaufen, das ist gar kein Problem. Aber da kostet halt ein Widerstand anstatt halt wenige Cent nur noch wenige Euro. Und hier sind jetzt, ja, ein paar von den Dingern sind hier allein hier vorne in der Eingangsschaltung für die Kanäle und für die BIAS-Regelung. Also allein hier sind schon halt viele Euro verbraten, inklusive den Schaltern, die halt normalerweise halt einfach wegignoriert werden, ja. Aber so ist es dann tatsächlich möglich, einfach beide Kanäle identisch auszusteuern. Weil hier geht es halt nicht um circa, hier geht es um Präzision, hier geht es um wirklich das letzte Minimum einfach rauszuholen, was nur geht. Und das komplette Board ist halt mit diesen Widerständen. Das komplette Board ist halt nur mit den feinsten Komponenten ausgestattet. Hier ist halt wirklich die Crème de la Crème halt einfach hier drauf gepackt. Und dementsprechend ist dieses Teil einfach echt schick anzuschauen und ich hoffe von den Messergebnissen genauso gut. Was wir hier nicht sehen, weil es das einfach nicht gibt, sind Operationsverstärker. Das heißt, wir haben auf diesem kompletten Board keinen einzigen Operationsverstärker für einen High-Pass-Filter, für einen Low-Pass-Filter, für einen Bass-Boost, für sonst irgendwas. Ebenso fehlt auf diesem kompletten Board irgendwie so ein Zeug wie ein High-Level-Eingang für ein Remote, Auto-Remote oder sonst irgendwas. All diesen ganzen Kram hat das hier einfach gar nicht. Das heißt, wir reden von einer wirklich Endstufe. Da müssen wir mit Low-Level reinfahren. Das heißt, das ist natürlich eine Endstufe, die man halt einfach mit einem DSP betreibt. Brauchen wir nicht drüber reden. Ich hoffe, das ist klar. Aber hier wird halt einfach kein Radio angeschlossen oder irgendwie sowas. Das wäre einfach unglaublich, sowas hier zu tun. So eine Endstufe sowas zu tun. Die Endstufe ist einfach ultimativer Ultra-High-End, Ultra-Referenz. Und das musste sich jetzt natürlich auch irgendwie beweisen. Das heißt, ab ins Labor, Endstufe messen und dann schauen wir uns hier jetzt, genau jetzt, die Ergebnisse an. Als erstes gucken wir uns die Intermodulation an. Das heißt, wir geben ein 1 Kilohertz Signal drauf, hier quasi 0 dB und gucken, was draus wird. Und draus wird das hier. Das heißt, wir haben der erste, also bei 2 Kilohertz sind wir bei 110 Dezibel. Das heißt, das ist nada, gar nichts. Das ist so wenig. Und auch dann gibt es hier bei 3 Kilohertz noch einen ganz kleinen bei 4, einen ganz kleinen bei 5 und dann erstmal gar nichts mehr. Also hier ist Ebbe. Wir haben hier noch irgendwas bei 20 Kilohertz, okay. Aber ansonsten ist ja so ein glattes Signal. Das habe ich sehr, sehr, sehr selten gesehen. Wir reden hier von THD plus N von 0,0017%. Aber zum Vergleich, die Genesis Dual Mono hatte hier eine 0,0019. Das heißt, die war auch schon fucking gut. Aber das hier ist nochmal drunter und ich vermute, es wird sich bei den anderen Sachen hier auch nochmal ein bisschen zeigen. Intermodulation, das heißt, wir geben 60 und 7 Kilohertz drauf. Hier haben wir 60, hier haben wir 7 und dann gucken wir uns halt hier wie sich die Frequenzen zueinander verhalten. Und hier ein Intermodulationswert von 0,0025. Auch einmal hier zur Referenz. Die Dual Mono hatte hier einen doppelt so hohen Wert, war 4,2 oder irgendwie so. Ja, das heißt, so gesehen doppelt so gut wie die Dual Mono, die bisher die beste Stufe war, die ich hier gemessen habe. Dann haben wir Intermodulation 19-20 Kilohertz, das heißt ganz hohe Signale, die direkt nebeneinander sind und zu gucken, wie sich es halt drumherum verhält. Das heißt, was hier so drumherum passiert. Und auch hier haben wir eine 0,0011. Das ist unglaublich vom Wert her. Also das Beste, was sonst tatsächlich zu kriegen war, die Dual Mono hatte 0,0079. Die Ground Zero PA2SQ hatte 0,0074. Das heißt, die spielen halt alle eigentlich fast einen Faktor 10 schlechter als der Gerät hier. Multitone, eigentlich die schwierigste Disziplin, die es gibt. Also wir haben ganz, ganz viele Töne und versuchen hier natürlich zwischen den Tönen so gut wie nichts zu haben. Das ist wirklich eine sehr anstrengende Disziplin, muss man ja sagen. Und wenn man hier so guckt, also jetzt hier, wir haben ein bisschen was bei minus 94 dB, ansonsten ist hier nichts. Also das ist
auch einfach ein erschreckend guter Wert mit 0,0042%. Also wir reden hier von ganz, ganz, ganz großen kleinen Werten. Auch hier das Beste, was sonst da war, die Dual Mono war doppelt so schlecht. Also die war nicht schlecht, aber die war halt nicht ganz so gut. Und auch die GZPA2SQ hatte ich hier mit 0,0047 gemessen, auch schon gut, aber da haut die Ultra noch mal mehr raus. Also einfach unfucking fassbar, was hier aus dem Ding rauskommt. Wenn wir uns den Frequenzrahmen angucken, ja, dann haben wir nicht viel zu sehen, außer so eine komische gerade Linie. Ich zoome noch mal mehr ran, um zu gucken, wo sich das denn überhaupt ein bisschen bewegt. Also, ja, tatsächlich bei 2 Hertz, also wir reden nicht von Kilohertz, sondern bei 2 Hertz haben wir minus 5 dB. Oh, bei 10 Hertz sind wir bei minus 1,6 dB. 1,7. Also alles im sauberen Bereich. Und auch hier, ich habe mit 96 Kilohertz abgetastet bis 40K 0,02. Also da ist nichts. Das Ding ist einfach super sauber gerade von A bis Z. Wenn wir uns ein bisschen Leistung anschauen, also wie viel Leistung haut in der Bock, dann habe ich hier gemessen und habe hier einen Wert, bin ich hier bei 217 Watt gelandet, was bei angegeben 200 auch super ist an 4 Ohm. An 2 Ohm macht die mehr und sie ist sogar 1 Ohm stabil. Also entsprechend sehr, sehr krass. Dann haben wir noch den THD plus N gegen die Frequenz. Und wenn wir uns hier die graue Linie jetzt anschauen, dann ist es, was heißt natürlich, aber das ist sowas Grades habe ich noch nie gesehen. Also zusammenfassend eine Endstufe, die wirklich seinesgleichen sucht. Ich weiß nicht, ob ich jemals eine vergleichbare Endstufe hier bei mir auf dem Tisch haben werde, weil das ist halt wirklich viel mehr drüber gibt's nicht. Also wenn man sich die Endstufe anschaut, das ist schon einfach oberstes Level, was hier gerade rumliegt. Natürlich jetzt wieder von Ground Zero abgeholt wird. Also diese Stufe verschicke ich nicht mit der Post. Das können die knicken. Das ist wirklich sehr, sehr heißer Tobak, der richtig geile Messergebnisse bringt. Also sowas sieht man halt sonst nur von High-End-DSPs. Und das kommt einfach mal aus einer Endstufe raus, die halt einfach mal an 4 oben locker über 200 Watt rausballert. Genial. Also wirklich eine super geile Stufe, die genau das tut, was sie soll. Also wirklich cooles Teil und vielen Dank, dass ich diese hier testen durfte. Wenn ihr noch mehr Bock habt auf so einen Spaß, abonniert gerne den Kanal. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben, genießt die Musik und wir hören uns spätestens beim nächsten Video. Mach's gut.